Hallo zusammen, mein Name ist Rahel. Ich koche heute für euch ein mediterranes Risotto mit frischen Kräutern, mediterranem Gemüse und zeige euch Schritt für Schritt, wie ihr es hinbekommt, dass das Risotto schön cremig wird. Also, lasst uns gleich loslegen. Die Gemüsebrühe habe ich jetzt schon mal aufgekocht. Den Herd schalte ich jetzt hier aus und beginne hier in diesem Topf mit dem Risotto. Für das Risotto gebe ich jetzt etwas Olivenöl in den Topf. Dann gebe ich die Zwiebeln dazu. Nach ungefähr 2 Minuten gebe ich den Knoblauch dazu und dünste das Ganze noch einmal ungefähr 1 Minute lang an. Als nächstes gebe ich das Tomatenmark und das Risotto in den Topf. Als nächstes lösche ich das Ganze mit dem Rotwein ab. Ihr könnt, wenn ihr keinen Rotwein verwenden wollt, auch am Schluss einfach etwas Apfelbalsamico-Essig dazugeben. Ich verwende jetzt aber Rotwein. Außerdem gebe ich nun etwas Gemüsebrühe dazu. Nicht die ganze Gemüsebrühe, da wir vorzu immer nur ein bisschen dazugeben wollen. Die Gemüsebrühe sollte noch warm sein, damit das Korn auch richtig gut durchgekocht wird. Jetzt gebe ich noch ein Lorbeerblatt dazu. Nachdem das Risotto einmal aufgekocht ist, reduziere ich die Hitze. Außerdem rühre ich öfters um und gebe, wenn das Wasser verdampft ist, mehr Gemüsebrühe dazu. Als nächstes schneide ich die Zucchini, die Paprika, die Aubergine und die Cherrytomaten. Das Risotto riecht schon sehr gut. Ich habe zwischendurch ein paar Mal umgerührt und gebe nun noch den Rest der Gemüsebrühe dazu. Beim Risotto lasse ich jetzt noch das restliche Wasser verdampfen. In der Zwischenzeit brate ich das Gemüse an. Dazu gebe ich etwas Olivenöl in die Pfanne und erhitze es. Das Öl ist jetzt heiß und ich gebe das Gemüse rein und brate es für ungefähr 4 Minuten an.
Ich gebe noch etwas Salz und Pfeffer dazu. Das Wasser ist nun vollständig verdampft und ich stelle den Herd ab. Nach ungefähr 4 Minuten gebe ich die Hälfte von den Cherrytomaten, die Hälfte vom Thymian und vom Rosmarin dazu. Nach ungefähr 1 Minute gebe ich einen Esslöffel Yakon-Sirup dazu und die Hälfte vom geschnittenen Basilikum. Nun stelle ich den Herd ab und weiter geht's mit dem Risotto. Aus dem Topf mit dem Risotto entnehme ich nun das Lorbeerblatt. Nun gebe ich das Mandelmus, die getrockneten Tomaten, die Edelhefeflocken und die restlichen Kräuter in das Risotto. Die Edelhefeflocken geben dem Risotto einen leicht käsigen Geschmack und das Mandelmus macht das Ganze schön cremig. Nun gebe ich die Hälfte vom Gemüse zum Risotto und verrühre das Ganze. So, jetzt kann ich anrichten. Es schmeckt würzig, cremig und ich liebe einfach die Kombination der verschiedenen Kräuter in diesem Rezept. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie man ein Risotto kocht, sodass es richtig schön cremig wird. Wenn ihr das Rezept wollt, klickt gerne auf den Link unten in der Infobox und ich sehe euch beim nächsten Mal. Tschüss!